Hallo und herzlich willkommen auf EPIC. Ihr fragt euch, welches ist das zurzeit leistungsfähigste Wärmebildvorsatzgerät für den zivilen Markt? Dann lasst uns mal einen Blick auf den Tiger 6Z Plus von Andres Industries aus Berlin legen. Wie viele von euch wissen, hat die dritte Waffengesetzänderung in Deutschland beschlossen, Ende 2019 in Kraft getreten, zum Teil 2020 im Frühjahr, nicht wirklich viel Erleichterung für den Legalwaffenbesitzer gebracht. Außer für die Jäger. Für die Jäger gab es zwei gravierende und wichtige Punkte. Einmal dürfen Jäger jetzt ohne Voreintrag Schalldämpfer für Langwaffen mit Zentralfeuerzündung erwerben und sie dürfen Nachtsichttechnik für die Jagd einsetzen, vornehmlich für Schwarzwild. Aber nach dem Waffengesetz ist jetzt eine Ausnahme geschaffen worden, die es Jägern erlaubt, nicht nur Dual-Use, sondern auch Single-Use-Geräte, Wärmebild oder Restlichtverstärker für die Jagd einzusetzen. Ich möchte es im Vorfeld erklären, damit ich hier dann nachher mit dem Wärmebildvorsatzgerät von Andres Industries richtig loslegen kann. Ganz kurz beschrieben, es gibt Nachtzieltechnik und Nachtsichttechnik. Nachtzieltechnik hat ein eingebautes Absehen, also kommt als ungefähr ZF-ähnliches Gerät mit Nachtsichttechnik und hat ein eigenes Absehen. Das ist und bleibt verboten. Dann gibt es Nachtsichttechnik, die vor oder hinter dem ZF montiert werden. Auch diese sind und bleiben verboten, aber der Jäger darf sie einsetzen. Der Jäger bekommt eine Ausnahmegenehmigung, genauso wie das mit Faustmessern der Fall ist. Auch die darf ein Jäger, obwohl sie nach dem Waffengesetz ein verbotener Gegenstand sind, besitzen, mit sich führen und auch benutzen. Um es mal kurz zu erklären, es gibt Single-Use und Dual-Use-Geräte. Fangen wir mit dem Single-Use an. Das wäre ein Gerät, das ausschließlich dafür gebaut ist, auf ein Zielfernrohr und auf eine Waffe montiert zu werden. Mit einer Montage, meiner Piccadilly-Montage zum Beispiel, unten auf dem Gerät, dass ich hier auf eine Vorsatzbrücke aufbauen kann, oder halt mit einer schon fertig fixierten Aufnahme, damit ich es aufs ZF aufstecken kann. Das wäre ein Single-Use-Gerät. Aber die meisten Geräte sind sogenannte Dual-Use-Geräte. Das heißt, wenn ich so eine Art Lupe habe, die ich hier aufsetzen kann, dann ist das hier ein reines Beobachtungsgerät, ob jetzt thermal, also Wärmebild, oder restlichtverstärkend. Das ist in dem Fall völlig egal. Das kann sich jeder kaufen, kann jeder besitzen und auch jeder einsetzen, solange er es als Beobachtungsgerät einsetzt. Sobald er das abmacht und dann eine Montage anbaut oder das Gerät so umbaut, dass es auf eine Waffe montiert werden kann, auf eine Waffe montiert wird, dann ist es nach dem Waffengesetz immer noch verboten, mit Ausnahme jetzt, wie gesagt, der Jäger. Zum Glück hat das BKA Anfang Juni 2020 das Merkblatt zur Nachtsicht-Vor- und Nachtsicht-Aufsätzen herausgebracht. Das PDF verlinken wir unten in der Videobeschreibung. Man sollte sich das auch gerade als Nicht-Jurist mindestens 2- bis 3-mal durchlesen und das auch Wort für Wort, um genau zu verstehen, um was es hier eigentlich geht und was erlaubt und was nicht erlaubt ist. Grundsätzlich darf jeder Inhaber eines gültigen Jagdscheines diese Nachtsichttechnik erwerben, besitzen und auch einsetzen. Weiterhin absolut verboten sind Nachtzielgeräte mit einem eigenen Absehen und auch das Verwenden von
IR-Strahlern an Restlichtverstärkern bleibt verboten. Das macht diese Geräte relativ unbrauchbar, gerade bei der Bejagung an der Kirrung. Aber wir sind ja heute mit dem Wärmebild unterwegs. Warum der Tiger 6Z Plus zu den Spitzengeräten auf dem Markt gehört, schauen wir uns mal im Detail an. Die Sensorauflösung des Mikrobolometers liegt bei 640 x 512 Pixeln bei 60 Hertz Wiederholfrequenz. Das ist Standard bei Top-Geräten auf dem Markt. Jetzt kommen wir zum Abstand der einzelnen Pixeln und der Pixelgröße. Die liegt nämlich hier bei 12 Mikrometer. Standard ist eigentlich 17. Und der dritte interessante Punkt ist die Temperaturauflösung. Die liegt bei gerade mal 40 Millikelvin. Also umso kleiner die Zahl, umso feiner ist die Auflösung der einzelnen Temperaturstufen. Aber das Ganze wird noch getoppt, weil das in einem sehr, sehr kleinen Gehäuse verbaut ist. Der Tiger ist gerade mal 11 cm lang, 78 mm breit und 80 mm hoch. Und das Ganze bei einem Gewicht von 491 Gramm, also unter 500 Gramm, bringt der Tiger auf die Waage. Das Objektiv hat eine Brennweite von 55 mm und ist schon recht beeindruckend, wenn man das gerade im Vergleich zu allen anderen auf dem Markt befindlichen zivilen Geräten sieht. Das Gehäuse ist komplett aus Aluminium gefräst und mit Cerakote beschichtet. Jeder, der sich ein bisschen mit der Waffenbeschichtung auskennt, weiß, Cerakote ist mit das Härteste, was man als Legierung, als Lackierung auf ein Waffenteil aufbringen kann. Wasserdicht ist der Tiger nach IP68, 1 Meter Wassertiefe und 2 Stunden. Also braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, wenn ihr mal in den Regen kommt. Schauen wir uns mal das Gehäuse an. Auf der linken Gehäuseseite, also von hinten gesehen, finden wir im Prinzip 3 Elemente, nämlich 2 Druckknöpfe und eine Schraube. Die Schraube verschließt das Batteriefach. Ich kann nämlich den Tiger mit entweder 4 Stück 123 Batterien verwenden, die ich überall auf der Welt auch kaufen kann, oder ich verwende 2 2500 mAh Akkus, die 16650. Und beide Lösungen geben mir zwischen 9 und 10 Stunden Betriebszeit. Das ist super und reicht normalerweise auch aus. Trotzdem bin ich ein ganz großer Freund von der Möglichkeit der Wechselbatterien oder Wechselakkus. Denn gerade bei einem Gerät, das man auch draußen bei unterschiedlichen Temperaturen einsetzt, möchte ich nicht darauf angewiesen sein, auf einen fest eingebauten Akku. Die beiden Tasten, unten ist die 1, oben ist die 2, sind mit Doppelfunktionen belegt. Also einmal kurz gedrückt auf die Taste 1, steppe ich durch die Displayhelligkeit. Hier habe ich 8 Stufen von 0 bis 7. Hier bei dieser Aufnahme musste ich ein bisschen die Kamera wieder abblenden, weil es sonst überstrahlt hätte. Aber auf jeden Fall zeigt es hier, dass ich am helllichten Tag, also bei viel Licht, damit arbeiten kann und dadurch auch in der Nacht nicht geblendet werde. Halte ich die Taste 1 länger gedrückt, kalibriere ich das Gerät. Aber das kann ich auch auf eine andere Art und Weise tun. Dazu etwas später. Die Taste 2 hat auch 2 Funktionen. Drücke ich lange drauf, dann steppe ich durch diese Farbfilter durch. Also die Möglichkeiten der Darstellung, die ich hier habe. Da gibt es verschiedenste, man kann die meisten auch ausschalten, denn man braucht in der Praxis eigentlich nicht alle, die verfügbar sind. Drücke ich kurz drauf, kann ich die Zoom-Stufen verändern. Und das ist eine ganz interessante Geschichte, denn man darf nie vergessen, ich habe hier ein Display, auf das ich schaue. Wenn ich die Vergrößerung an meinem Zielfernrohr hinten verändere, ach, so weit sind wir noch gar nicht, wir sind noch gar nicht beim Zielfernrohr, wir sind momentan noch beim Tiger. Trotzdem, vorweg, wenn ich die Vergrößerung an meinem Zielfernrohr verändere, dann schaue ich ja nur vergrößert auf mein Display. Also bietet mir der Tiger hier die Möglichkeit, in mein Bild hinein zu zoomen, und zwar das, was der Tiger sieht. Eine sehr interessante Geschichte, auch ein wichtiger Punkt, den wir nachher noch bereden werden. Auf der Ober- und auf der Rückseite ist jeweils noch der Knopf 3 und 4. Die sind aber hauptsächlich für die Navigation innerhalb des Menüs. Der Knopf 4 ist auch zum Ein- und Ausschalten des Gerätes, aber es gibt eine viel elegantere Möglichkeit, den Tiger ein- und auszuschalten. Kommen wir nun auf die beeindruckende Frontseite. Die ist verschlossen mit einer Plastikklappe. Die Plastikklappe wird sozusagen fixiert und gehalten durch 2 Gummibänder, beziehungsweise ein Gummiband, das durchgeschlauft ist. Und hier ist auch ein kleiner Magnetschalter eingebaut. Das bedeutet, wenn die Klappe zu ist, ist das Gerät ausgeschaltet. Und wenn ich das
hochklappe, wird das Gerät eingeschaltet. Eine weitere Funktion ist aber auch die Kalibrierung. Wenn ich die Klappe für eine halbe Sekunde schließe, wird lautlos das Gerät kalibriert. Kalibrieren bedeutet, dass das Gerät sich auf die zu messende Temperatur einstellt. Also die Temperatur, in der sich das Gerät befindet und die Umgebungstemperatur, die vorne gemessen wird. Das muss alles abgeglichen werden und das wird durch das Kalibrieren erreicht. Lasse ich die Klappe aber länger als 1,5 Sekunden geschlossen, schaltet sich das Gerät aus. Somit kann man also sehr einfach und schnell das Gerät in Standby und in den Aktivmodus versetzen. Auf der Rückseite haben wir ein Außengewinde. Das ist geeignet, um zum Beispiel eine Displaylupe aufzuschrauben. Mit dieser Displaylupe verwandle ich den Tiger in ein Beobachtungsgerät. Und das sind ja genau die Merkmale eines sogenannten Dual-Use-Gerätes. Also ich kann es einmal als reines Beobachtungsgerät verwenden oder mittels Adapter an die Waffe bringen. Und genau dafür ist dieses Außengewinde auch da. Ich kann nämlich einen Klemmadapter draufschrauben. Aber dazu kommen wir gleich. Auf der Unterseite haben wir ein paar Gewindebohrungen. Da ist ein 1/4 Zoll Gewinde. Das ist Standard, wenn man zum Beispiel einen kleinen Ballhead, also ein kleines Stativ verwenden möchte, um den Tiger als Beobachtungsgerät zu verwenden. 8 weitere Bohrungen und Vertiefungen sind dafür da, um Adapterplatten anbringen zu können. Mit diesen Adapterplatten, die gibt es in 36 und 39 mm Höhe, kann man dann zusätzlich eine Schnellspannmontage anbringen von Aeratec. Nur als Beispiel. Und dann kann man das Gerät direkt auf eine Picatinny-Schiene setzen. Am besten natürlich vor ein ZF und dann hat man eine sehr gute, kompakte Lösung. Diese Platten bekommt ihr nicht bei Andres Industries, aber ihr bekommt sie bei Heptagon. Den Link packe ich unten in die Beschreibung. Aber bleiben wir kurz bei den Montagemöglichkeiten, denn die zweite Möglichkeit, den Tiger an die Waffe zu packen, ist direkt an das Zielfernrohr zu klemmen. Und das macht man mittels Rusan-Adapter. Rusan Mikron ist eine Firma aus Kroatien und stellt für verschiedenste optische Geräte Klemmadapter her, um sie zum Beispiel an einem Zielfernrohr anklemmen zu können. Der Vorteil, diese Rusan-Adapter kosten nicht besonders viel, sie gibt es in verschiedensten Größen, also man braucht nur den Außendurchmesser des Objektives des ZFs auszumessen, am besten mit einer Schieblehre, und dann schaut man, welcher Adapter von der Größe her passt. In diesem Fall habe ich hier einen 62 mm Adapter, der wird über das Zielfernrohr gestülpt, geklemmt. Man kann es auch an der Schraube hier noch ein bisschen einstellen, dass er nicht verrutscht und dann ist es schon perfekt. Perfekt vielleicht nicht ganz, denn der Nachteil bei dieser Klemmung ist, ich klemme etwas an einem runden Objekt. Und ein rundes Objekt bedeutet, ich habe keine automatische Ausrichtung. Und natürlich sollte ich schon darauf achten, dass es genau ausgerichtet ist, denn wir wollen ja hier nicht bloß durchschauen, wir möchten ja auch einen sicheren Schuss anbringen. Das bedeutet, ich muss gerade bei dem Rusan-Adapter extrem darauf achten, dass das Gerät immer exakt so ausgerichtet ist, wie das eingeschossen ist. Auch wenn das Gewinde auf den Tiger passt, kann es sein, dass der Rusan-Adapter mit seiner Klemmung zum Beispiel auf der Unterseite zum Stopp kommt. Um hier einen Eigenstopp festzulegen, gibt es eine kleine Schraube am Tiger, also unterhalb vom Gewinde. Wenn ich die Schraube herausdrehe, kann ich genau festlegen, an welcher Stelle der Rusan-Adapter sozusagen fest sitzt und somit auch die Klemmung richtig ausrichten. Ein kleines, aber wichtiges Detail. Also haben wir hier schon die beiden Möglichkeiten, den Tiger an der Waffe zu montieren. Einmal direkt aufs ZF mittels Klemmadapter. Das ist die Sache, die die meisten Jäger machen würden oder werden. Ganz einfach, weil die Waffe keine andere Möglichkeit gibt. Habe ich aber eine Waffe, die eine Picatinny-Schiene vor dem ZF weiterführt, dazu wären zum Beispiel AR-15-Systeme, würden da in Frage kommen, oder natürlich auch hochgerüstete Scharfschützensysteme, die haben eine sogenannte Night Vision Bridge davor. Hier in diesem Beispiel ist es eine Remington 700 mit dem Magpul-Schaft. Nicht unbedingt die typische Jagdwaffe, aber wenn man sowas einsetzen würde, kann ich den Tiger davor perfekt montieren. Der Vorteil ist natürlich ganz klar auf der Hand. Ich habe eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit, wenn ich immer den gleichen Slot in der Picatinny-Schiene benutze zum Montieren, dann ist das genau wie eine gute Montage eines Zielfernrohrs. Ich kann das Zielfernrohr runternehmen und wieder draufsetzen und habe eine
nahezu 100%ige Wiederholgenauigkeit. Die werde ich mit einem Klemmadapter nicht so einfach erreichen. Um gleich eins vorwegzunehmen, man sieht hier einen kleinen Spalt zwischen dem Gerät und dem ZF, also eine kleine Lücke, die bleibt. Das ist natürlich klar, weil ich hier das Ganze montieren muss und hier natürlich nicht direkt an das ZF herankomme. Ich habe mir die Mühe gemacht, das Ganze mal mit einem Restlichtverstärker angeschaut und man sieht hier kein Licht ausfallen. Also der Monitor des Tigers liegt so weit im Inneren, dass also kein Licht irgendwie auf die Frontlinse des ZFs fällt. Man braucht so keine Angst zu haben, dass man sich über den Lichtstrahl hier verraten könnte. Dann schon eher der Lichtstrahl, der im Prinzip das Auge trifft, von dem erleuchteten Zielbild aus dem ZF. Der Tiger ist auf dem Gewehr. Jetzt muss ich überprüfen, ob das Bild, das der Tiger sieht, auch das gleiche ist, das ich durch das ZF sehe. Hierzu habe ich eine Schießscheibe präpariert, indem ich einfach ein Stück Metall auf die Mitte geklebt habe. Und Martin hat seinen Daumen ein paar Minuten drauf gehalten und dann war dieses Metallstück warm genug, dass ich es in dem Wärmebild sehen konnte. Wichtig ist dabei, dass man immer in der einfachen Vergrößerung arbeitet. Denn das ist sozusagen das Originalbild des Tigers. Alle Vergrößerungen werden dann einfach auch zeigen, dass es aus dem Ziel herausspringt. Und das liegt daran, dass in den anderen Vergrößerungen, also 2, 4 und 6, der Tiger noch nicht auf das optische System eingestellt ist, auf den er das jetzt gerade benutzt. Jedes Zielfernrohr hat eine unterschiedliche physikalische, optische Eigenschaft. Und darauf muss der Tiger jetzt eingestellt werden. Von Haus aus kommt der Tiger schon mit einer recht guten Anpassung, Kollimation nennt sich das Ganze, in der einfachen Vergrößerung. Also der erste Schuss, die ersten Schüsse sollten recht nah an dem normalen Schussbild liegen, das ihr von eurer Waffe ohne dem Wärmebild kennt. Wenn alles bei einfacher Vergrößerung passt, sollte ich auf jeden Fall für die Zweifach- und Vierfachvergrößerung das Ganze wiederholen. In Halbpixelschritten kann ich das Bild anpassen, also das Bild des Tigers genau auf das Absehen einstellen. Da jedes Zielfernrohr unterschiedlich ist, muss ich das bei einem anderen Zielfernrohr wieder erneut machen. Dafür habe ich aber 6 Speicherplätze, also 6 Mal eine komplette Abspeicherung der 1, 2, 4 und 6-fachen Vergrößerung sind im Tiger selbst möglich. Habe ich ein weiteres ZF und die Kollimationsdaten schon abgespeichert, brauche ich die nur aufzurufen und kann meinen Tiger sofort einsetzen. Im Gegensatz zu einem Restlichtverstärker ist das Wärmebildgerät auch am Tage nutzbar. Hier kurz vor Sonnenuntergang die Geiß im Anblick und das Ganze sieht so aus, wenn ich durch meinen Tiger schaue. Durch die Vergrößerung kann ich heranspringen und das Stück sehr gut ansprechen. Um es klar zu sagen, natürlich hätte ich die Geiß, wenn ich sie hätte schießen können, dürfen, sollen, mit dem normalen ZF geschossen und nicht mit dem Wärmebild. Das ist hier nur mal zur Veranschaulichung. Und wenn wir gerade bei der Erklärung sind, natürlich sind bis auf die Jagdaufnahmen alle Aufnahmen, die ihr vorher gesehen habt, mit dem Wärmebild natürlich nicht mit einer Waffe unten drunter gemacht worden. Wir haben hier einen speziellen Aufbau, eine Picatinny-Schiene auf einem Stativ befestigt, obendrauf das ZF und da vorne drauf der Tiger. Also ich habe nicht auf Martin gezielt, nicht auf irgendwelche anderen Leute oder auf irgendwelche Häuserdächer. Und denkt daran, wenn der Tiger nur die Lupe angebaut hat, keinen Rusan-Adapter, keine Platten unten dran, dann ist das Ding auch was für die Vitrine oder für das Nachttischschränkchen. Aber sobald ihr die Platten, die Montage oder einen Adapter angebaut habt, müsst ihr den Tiger in den Tresor packen. Unser Fazit zum Tiger 6Z Plus. Ganz klar, mit den ganzen Features ist es einfach zurzeit das absolute Topmodell, das man auf dem Zivilmarkt erwerben kann. Die Verarbeitung ist makellos und solche Kleinigkeiten wie diese Verstellschraube, um den Rusan-Adapter richtig ausrichten zu können, das hat uns alles richtig gut gefallen. Die Software ist sehr komplex, also man kann sie nicht unbedingt intuitiv bedienen, das macht aber nichts, weil man die meisten Sachen sowieso nur einmal einstellt. Und dazu nimmt man sich einfach auch die Anleitung zur Hand. Die Kollimation ist dort allerdings nicht so genau beschrieben. Die findet ihr aber unter dem
Tiger 6M. Das ist die militärische Variante. Hier kann man noch ein Absehen einblenden. Ich persönlich brauche das nicht, weil wenn, dann packe ich den Tiger vor ein ZF. Den Link zur Anleitung der Kollimation findet ihr bei uns unten in der Videobeschreibung. Habt ihr noch Fragen dazu? Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten bekommt ihr den Tiger 6Z Plus bei Andres Industries in Berlin. Link ist unten eingeblendet. Habt ihr noch Fragen dazu? Schreibt es in die Kommentare. Habt ihr vielleicht Anregungen oder Erfahrungen auch mit Vorsatzgeräten? Lasst es uns wissen, auch in die Kommentare. Hier soll so ein bisschen ein Dialog auch entstehen können. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert unseren Kanal. Und dann bleibt mir noch eins zu sagen. Weidmanns Heil, euer Stefan.